Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Tim. Ich komme aus Vietnam und lerne seit 3 Jahren Deutsch. Und ich bin Jana. Ich komme aus Polen und habe Deutsch ganz alleine gelernt. Ohne Lehrer, nur mit viel Motivation. In diesem Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen mit dem Deutschlernen. Wir zeigen euch, wie man eine neue Sprache auch ohne Sprachkurs lernen kann. Mit Spaß, Kreativität und Ausdauer. Genau. Wir teilen unsere Tipps, unsere lustigen Fehler und auch, was uns wirklich geholfen hat. Also, wenn du gerade Deutsch lernst und manchmal denkst, oh nein, das ist zu schwer. Du bist nicht allein. Wir haben es auch geschafft. Und du kannst es auch. Los geht's. Bevor wir ins Detail gehen, erkläre ich kurz meine Motivation. Für mich war es immer ein Traum, in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Das kann ich gut verstehen. Ich wollte Deutsch lernen, um mit meiner Familie in Deutschland kommunizieren zu können. Bei mir war es vor allem die Arbeit. Ich habe einen Job in Deutschland gefunden und musste Deutsch lernen. Genau. Und außerdem finde ich die deutsche Kultur sehr interessant. Das hat mich auch motiviert. Absolut. Deutsch ist eine große Sprache in Europa und es öffnet viele Türen. Exakt. Und ich finde, all diese Motivation hat uns angetrieben und weitergeholfen. Ich finde übrigens, Deutsch zu lernen hat mir auch geholfen, selbstbewusster zu werden. Besonders am Anfang haben wir uns Ziele gesetzt. Ich wollte zum Beispiel nach 6 Monaten einfache Gespräche führen können. Ja, man fühlt sich richtig gut, wenn man sich in einer fremden Sprache ausdrücken kann. Ich auch. Und das hat mich angestachelt, ranzubleiben. Es war nicht immer einfach. Manchmal hatte ich echt Zweifel, ob ich das schaffe. Mir ging es oft genauso. Aber wenn wir aufgegeben hätten, wären wir nicht hier. Eben. Also haben wir weitergemacht. Auch wenn es anstrengend war. Wir wollten zeigen, dass man auch ohne Schule und teure Kurse erfolgreich lernen kann. Erinnerst du dich, wie wir ganz am Anfang angefangen haben? Als wir nur ein paar Wörter konnten? Exakt. Aber lass uns jetzt darüber sprechen, wie wir angefangen haben, Deutsch zu lernen, ohne Lehrer. Damals war sogar »Guten Tag« für mich schwierig. Vor lauter Aufregung. Aber wir haben es uns nicht zu schwer gemacht. Wir haben ganz spielerisch gelernt. Genau. Wir haben uns gegenseitig Quizfragen gestellt und manchmal lustige Witze auf Deutsch erzählt, um uns das Vokabular zu merken. Ich erinnere mich auch, dass du manchmal doppelt so viel Kaffee beim Lernen gebraucht hast und dachtest, du schaffst es nie. Haha, das kann ich bestätigen. Aber wir haben weitergemacht, auch wenn es manchmal lustig war. Richtig. Auch wenn es oft keine Gelegenheit gab, Deutsch zu sprechen, haben wir jede kleine Chance genutzt. Wie zum Beispiel damals in der Einkaufsschlange, als ich versucht habe, auf Deutsch zu bezahlen. Erinnerst du dich? Ja, das war peinlich, aber du hast viel gelernt, weil du es selbst machen musstest. Solche Momente haben uns gezeigt, dass man am meisten lernt, wenn man sich überwinden muss. Ganz genau. Schritt für Schritt wurde es besser. Und nun zurück zu dir. Wie hast du genau angefangen? Hast du erst einen Sprachkurs gemacht? Nein. Einen Sprachkurs hatte ich nie. Ich habe direkt mit Selbstlernen angefangen. Ich auch. Am Anfang wusste ich kaum ein Wort Deutsch. Ich habe mir einfach die Grundlagen beigebracht, zum Beispiel Buchstaben, Zahlen und Alltagswörter. Genau. Ich habe mich darauf konzentriert, Vokabeln zu lernen und einfache Sätze zu bilden. Damit habe ich jeden Tag geübt. Danach bin ich schrittweise vorgegangen. Ich habe deutsche Videos geschaut und versucht, zu verstehen, worüber gesprochen wird. Ja, ich auch. Ich habe außerdem Podcasts und Hörbücher auf Deutsch gehört, um mein Hörverstehen zu trainieren. Wichtig war auch, dass wir uns gegenseitig geübt haben. Ich sprach Deutsch zu dir und du zu mir. So haben wir das Sprechen geübt. Ich habe zusätzlich Apps und Online-Übungsseiten benutzt. Zum Beispiel Duolingo oder Memrise, um Vokabeln zu lernen.
Gute Idee. Ich habe außerdem Bücher und Arbeitshefte verwendet, um Grammatik zu lernen und Übungen zu machen. Ja, Grammatik war am Anfang wirklich schwierig. Ich musste sehr viel üben. Zum Beispiel den Akkusativ und Dativ richtig zu benutzen. Das kenne ich. Aber je mehr wir geübt haben, desto einfacher wurde es. Du erinnerst dich bestimmt an das, der, die, das. Och ja. Die Artikel waren eine Herausforderung. Aber mit Zeit und Übung konnte ich sie besser behalten. Ich habe mir auch Grammatikvideos auf YouTube angeschaut. Besonders zum Thema Artikel und Präpositionen. Wir haben uns auch gegenseitig Quizfragen gestellt. Wer kann schnell der oder das Wort beantworten? Ja. Die Erklärungen waren sehr hilfreich. Manchmal ist es einfacher, zuzuhören als Grammatikbücher zu lesen. Oft haben wir auch Liedertexte genutzt, um Grammatik in der Praxis zu üben. Dabei fielen einem die Satzstrukturen leichter auf. Du erinnerst dich, als wir das Lied 99 Luftballons analysiert haben? Da gab es viele ungewöhnliche Verben. Ja. Und das war eine lustige Art zu lernen. Wir haben sogar Liedertexte kommentiert und Fehler korrigiert. Außerdem haben wir Konjugationstabellen erstellt. Zum Beispiel für Verben im Präteritum und Perfekt. Mit Eselsbrücken haben wir uns die schwierigen Wörter gemerkt. Das hat oft geholfen. Natürlich haben wir uns belohnt, wenn wir neue Grammatikregeln verstanden haben. Zum Beispiel mit einem Spaziergang in der Stadt. Und manchmal mit leckerem Essen. Ein deutsches Brot nach einer richtigen Kommasetzung schmeckt gleich doppelt gut. Wichtig war auch, dass wir jeden Tag ein bisschen geübt haben. Kontinuität macht einen großen Unterschied. Das stimmt. Lieber jeden Tag 10 Minuten, als einmal pro Woche 2 Stunden. Ich habe anfangs viele Kurzgeschichten und einfache Nachrichten auf Deutsch gelesen, um meinen Wortschatz zu erweitern. Neben den ganzen Hör- und Sprechübungen war das Lesen und Schreiben wichtig für uns. Zum Beispiel die Nachrichten von Deutsche Welle in leichter Sprache oder Bücher für Deutschlernende. Ja, ich erinnere mich. Wie ich das erste Kapitel eines deutschen Romans geschafft habe. Es war ein tolles Erfolgserlebnis. Toll. Wir haben auch oft miteinander auf Deutsch geschrieben, E-Mails oder kurze Briefe, um das Gelernte anzuwenden. Ich habe sogar ein Tagebuch geführt. Jeden Abend habe ich ein paar Sätze über meinen Tag auf Deutsch geschrieben. Das war wirklich gut. Denn so haben wir Grammatik und neue Wörter aktiv benutzt und gefestigt. Und du hast mir manchmal deine Texte geschickt, und ich habe sie korrigiert. Das hat viel gebracht. Stimmt. So habe ich zum Beispiel gelernt, die richtigen Formen der unregelmäßigen Verben zu benutzen. Auch die Zeiten. Im Deutschen braucht man oft das Perfekt, und wir haben geübt, es richtig zu bilden. Ja, ich erinnere mich. Ich habe gegessen, ich bin gegangen. Zuerst war das komisch, aber irgendwann kam es automatisch. Nebenbei habe ich mir Vokabelkarten gebastelt und unterwegs gelernt. ZB im Bus beim Pendeln. Wir haben auch deutsche Rätsel und Kreuzworträtsel gemacht. Das hat Spaß gemacht und den Wortschatz trainiert. Und wir haben uns häufig selbst abgefragt, wenn wir zusammen waren, das hat den Ehrgeiz geweckt. Ja, vor allem, wenn wir wussten, dass am nächsten Tag jemand fragen wird. Das war hart, aber danach war ich sprachlich fitter als je zuvor. So wie beim Sprachmarathon. Wir haben mal ohne Pause ein ganzes Wochenende auf Deutsch gesprochen. Und das war auch ein Erfolgserlebnis. Es hat uns nochmal gezeigt, wie viel wir in kurzer Zeit gelernt haben. Apropos Technik. Ich habe meinen Computer auf Deutsch eingestellt und sogar den Facebook-Feed auf Deutsch umgestellt. Und wenn wir mal ein Wort nicht wussten, haben wir Google-Übersetzer benutzt. Aber nicht zu sehr verlassen. Das habe ich auch gemacht. Man gewöhnt sich so langsam an die deutsche Sprache und sieht Vokabeln jeden Tag. Es sollte nur ein Werkzeug sein. Am besten haben wir Wörter nachgeschlagen und dann versucht, sie selbst zu benutzen. Eine weitere Methode war, dass wir uns selbst Fragen gestellt haben, ZB, wie wäre der Satz auf Deutsch? Und geantwortet.
Ja, wir haben zum Beispiel gefragt, was habe ich heute gegessen? Und dann meine Antwort auf Deutsch formuliert. Und dann haben wir so eine Art Rollenspiel gemacht. Ich war der Verkäufer, du die Kundin oder umgekehrt. Das hat Spaß gemacht und war natürlich. So lernten wir Sätze, die wir im Alltag brauchen. Ich habe auch oft laut auf Deutsch gelesen, zum Beispiel Kinderbücher, das hat mir beim Sprechen geholfen. Und ich habe mir unterwegs Vokabelkarten besorgt, die ich in der U-Bahn durchgesehen habe. Apropos unterwegs. Wir haben oft kurze Notizen geschrieben, wenn uns unterwegs etwas aufgefallen ist. Richtig. Zum Beispiel haben wir an Supermarktregalen oder in S-Bahn-Stationen Schilder auf Deutsch gelesen und versucht zu verstehen. Und das hat uns sehr geholfen, tiefer in die Sprache einzutauchen. Insgesamt haben wir wirklich alle Sinne genutzt. Hören, sprechen, lesen, schreiben, sehen. Übrigens, eine ganz alltägliche Sache, ich habe mir angewöhnt, im Bus nur auf Deutsch zu denken. Ja, ich auch. Das hilft, den Geist an Deutsch zu gewöhnen und Redewendungen zu verinnerlichen. Einmal habe ich im Bus eine Textnachricht auf Deutsch diktiert. Ein ganz neues Gefühl. Manchmal habe ich laut mitgesprochen, wenn jemand Deutsch gesprochen hat, wie ein Echo. Ich habe während dem Kochen deutsche Podcasts laufen lassen. So war das Hören mit dem Alltag verbunden. Das war eine verrückte Idee, aber es hat geholfen, natürlich zu klingen. Auch kleine Lernspiele haben wir uns ausgedacht. Zum Beispiel, wir haben deutsche Wörter gezeichnet und der andere musste sie erraten. Genau. Du solltest mal sehen, wie lustig unsere Zeichnungen aussahen. Einen Tag lang haben wir unsere Umgebung auf Deutsch kommentiert, zum Beispiel, das ist ein roter Apfel. Das hat uns wirklich dazu gebracht, ständig die deutsche Sprache zu benutzen. Wir haben uns aber auch Ziele gesetzt, zum Beispiel, das erfolgreiche Ablegen einer Prüfung. Ich wollte die A2-Prüfung schaffen, und ich habe es geschafft. Ganz ohne Sprachschule. Das war toll. Ich hatte das Ziel, eine Präsentation in Deutsch zu halten, und habe es geschafft. Wir haben gelernt, auch spontan Fragen zu stellen, zum Beispiel nach dem Weg oder dem Datum, um alltägliche Grammatik zu üben. Für uns war das ein Zeichen, dass unser Weg funktioniert. Oder wir haben versucht, ohne Wörterbuch ein einfaches Gespräch zu führen und nur aus dem Gedächtnis zu reden. Dabei haben wir uns manchmal festgefahren, aber wir haben es nicht aufgegeben. Manchmal haben wir uns selbst kleine Quiz gemacht. Wer kann alle Zahlen von 1 bis 100 am schnellsten aufsagen? Ja, kleine Wettbewerbe haben uns motiviert. Und wenn der Sieger die anderen korrigieren dürfte, lernten wir sofort dazu. Eine App, die uns sehr geholfen hat, ist Duolingo, die belohnt mit Punkten, wenn man täglich lernt. Und in dieser App gab es lustige Einheiten, zum Beispiel Spiel mit Tieren oder mit Cafés, die ich dir vorgelesen habe. Außerdem haben wir Vokabeln auf Post-its geschrieben und an Möbeln im Haus kleben gehabt. Morgens war überall Deutsch. Ja, unsere Wohnung war zur Übungszone geworden. Immer wenn man vorbeiging, sah man Vokabeln wie Tür, Tisch, Küche. Durch solche Kleinigkeiten lernen wir dauernd, fast ohne zu merken, weil es Spaß macht. Und sogar Spiegelwörter. An den Spiegel habe ich bin schön geschrieben. Das hat Spaß gemacht. Wir haben auch verschiedene Lernstile kombiniert. Visuell, auditiv, kinästhetisch. So bleibt es abwechslungsreich. Manche Tage hatten wir sogar Mottotage. Einmal haben wir entschieden, den ganzen Tag wie in Deutschland zu leben, mit deutschen Speisen und deutscher Musik. Ach ja, das war das Kartoffelgulaschfest. Und wir haben dabei nur Deutsch gesprochen. Das war so lustig. Und wir haben uns Redewendungen auf Kärtchen ausgedruckt und irgendwo in der Wohnung aufgehängt. Ich habe sogar die Klavierspieltaste mit deutschen Begriffen beschriftet und geübt, alle meine Entchen auf Deutsch zu singen. Dann haben wir uns selbst gefordert, sie in unseren Sätzen zu benutzen. So eine Art Schnitzeljagd im Kopf. Du und dein Klavier. Aber es hat geklappt, ich konnte dich beim Lied begleiten, weil ich die Wörter verstand.
Also, wir waren wirklich kreativ beim Lernen. Manchmal waren wir wie ein verrücktes Team, die verrücktesten Methoden auszuprobieren. Und der Spaß dabei war groß. Das hat uns oft motiviert, weiterzumachen. Aber genau das hat den Lernprozess interessant gemacht. Es wurde nie langweilig. Weißt du noch, wie ich unterwegs viele Fehler gemacht habe? Ich werde nie vergessen, wie ich einmal verwirrt, ich habe Hunger auf den Sessel gesagt habe statt auf ein Brötchen. Haha, ja, solche Versehen passieren schnell. Aber genau daraus lernt man, und wir hatten danach auch echt etwas zu lachen. Wichtig war, dass wir uns nie schämen mussten, etwas falsch zu sagen. Wir haben uns immer gegenseitig unterstützt. Wir haben auch neue Wörter im Umfeld gelernt. Wie Zahnarzt oder Steuererklärung. Große Wörter, die man im Alltag braucht. Und zusammen gelacht. Zum Beispiel als ich versuchte, 1 Kilo Kartoffeln, bitte, und völlig vergaß, bitte zu sagen. Weil ich aufgeregt war. Wir haben oft gefragt, wie sagt man das auf Deutsch? Und dann den neuen Begriff sofort notiert. Oft wurden dann diese Begriffe in unserem Kopf verankert, weil sie eine wirkliche Bedeutung hatten. Wir haben uns auch gegenseitig motiviert, wenn einer mal aufgab. Ein gutes Wort des anderen hat oft geholfen. Und wenn einer Fortschritte machte, haben wir das gefeiert. Einmal sind wir in ein deutsches Restaurant gegangen und haben uns gefreut, dass wir alles verstanden haben. Ja, das war ein echtes Erfolgserlebnis. So etwas motiviert extrem. Insgesamt war es wirklich ein Abenteuer. Jede Erfahrung in Deutsch hat mir gezeigt, dass Ausdauer sich auszahlt. Genau. Jeder kann das schaffen, mit genug Hingabe und kreativem Lernen. Übt weiter, bleibt neugierig und lasst euch nicht entmutigen. Deutsch lernen lohnt sich. Wir wünschen allen Zuhörern viel Erfolg. Und denkt daran, jeder kleine Schritt bringt euch näher an euer Ziel. Übung macht übrigens den Meister. Falls das jemand vergessen hat. Ganz genau. Das klingt altmodisch, aber es stimmt wirklich. Nun wünschen wir euch ganz viel Spaß und Durchhaltevermögen beim Lernen. Also los, fangt an und probiert es selbst, wir glauben an euch. Ja, bleibt dran, es lohnt sich wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.